عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ Kurz vor dem Ende des Ramadan und von der Z-Generation 2001 der junge Mus'ab, der im Jahr des Jahres geboren wurde, stand kurz vor der Vollendung des 30. Juz. Indem er während des Ramadan eine intensive Beziehung zum Koran aufbaute, war er maßgeblich daran beteiligt, wichtige Veränderungen sowohl in ihrem eigenen Leben als auch in ihrer Gesellschaft zu erfahren. Mus'ab traf eine Entscheidung. Seine Reise mit dem Koran sollte nicht im Ramadan bleiben. Er hätte ihn mit seinen Freunden bis zum nächsten Ramadan mit seinen Freunden lesen sollen, unter Berücksichtigung der Chronologie der Ankunft der Suren beim Propheten nach dem Fest. Sie sind mit ihren Freunden im Wohnzimmer ihres Hauses. Bunte Laternen in den Fenstern spiegeln die Atmosphäre des Monats Ramadan wider. Iftar-Tisch, dekoriert mit Datteln und Wasser in einer Ecke des Raumes. Sie versammelten sich um den Tisch und diskutierten die Entscheidung, das ganze Jahr nach dem Iftar den Koran zu lesen. Jeder von ihnen hatte einen Ausdruck von Aufregung und Entschlossenheit auf ihren Gesichtern. Der Raum hat eine warme und freundliche Atmosphäre und in einer Ecke steht eine Bibliothek mit dem heiligen Koran und religiösen Büchern. An den Wänden hängen Beispiele islamischer Kalligraphie und Kalligraphie. Sie beschlossen, die koranischen Suren in chronologischer Reihenfolge zu untersuchen. Sie beschlossen, die Geschichten über das Leben der Propheten und die Erschaffung des Menschen zu studieren. Ihre Reise mit dem Koran im Ramadan würde hier nicht enden. Nach dem Fest lasen sie die Suren, begleitet von der Sira, gemäß der Chronologie der Ankunft des Propheten. 2. Es herrscht eine Atmosphäre der harten Arbeit und des Lernens im Raum. Mus'ab saß an seinem Schreibtisch und hielt den Koran und ein Notizbuch in der Hand. Auf dem Tisch liegen Materialien mit Stiften und Büchern. An seiner Wand hängt eine Tafel, auf der die Namen der 30. Sure stehen. Mus'ab schreibt die Sura-Namen in ein Notizbuch an die Tafel, überlegt, plant sorgfältig. Er sammelte seine Notizen mit den Namen von 37 Suren, die etwa ein Drittel des Korans im 30. Juz ausmachen. Er hatte die folgende Aufzeichnung von 37 Suren, die mit ihren Namen gekennzeichnet waren. Mehr als dreimal ist in diesem Juz 37 der letzte Juz enthalten, der die meisten Suren, 11 Suren, enthält. Ungefähr ein Drittel der koranischen Suren, da jeder Juz-Standard aus 20 Seiten besteht. Ist bekannt, dass die Suren in diesem Juz aus kurzen Passagen bestehen werden. Viele dieser kurzen Passagen enthalten Texte aus den frühesten Perioden der koranischen Offenbarung, Nasr. Eine der beiden Medina-Suren in Juz ist die letzte Sure des Korans und gehört zu einer Zeitperiode, die mit den Abschieds-Pilgerfahrtstagen zusammenfällt. Lasst uns die erste Offenbarung in Juz zu unserer ersten Lektion nach dem Ramadan machen. Die Struktur dieses letzten Juz, bestehend aus den ersten Versen, scheint diejenigen, die die Gelegenheit haben, die gesamte koranische Offenbarung während des Ramadan-Glaubens zu überprüfen, zu einer Schöpfung, Existenz, einzuladen, beginnend mit Alaq nach dem Fitrat-Fest. Apostroph Punkt. Lesen wird zu einer Sira und wird unser Zustand sein, der sich über das ganze Jahr ausbreitet. Eine News Naba auf der Tagesordnung von Mekka 78. Das gab es. Und die Hauptagenda drehte sich darum, dies zu untersuchen. Wenn wir die Offenbarung nicht auf die Tagesordnung dieser grundlegenden Tagesordnung, unseres Haushalts, unserer Welt setzen können, bedeutet dies, dass wir nicht zu den einflussreichen Akteuren der Welt der Lebenden gehören. Auf die Sure Naba folgt in der 79. Reihe das Naziat.
Wieder lesen wir die Verse, die die Tage der großen Gehirnerschütterung mit einem Eid begannen. Sure Abese 80 hat einen sehr bevorzugten Platz in der koranischen Offenbarung. Diese Sure ist eines der monumentalsten Beispiele für die Dimension der Offenbarung, die über die menschliche Initiative des Propheten Muhammad hinausgeht, ein Antlitz zu haben. Dass den Bewohnern der Erde, die geläutert werden wollen, gnädig ist, muss die Signatur sein, der Walking Qur'an-Generation Takwir 81 in der Sprache der Sure. Welches Verbrechen ist es? Der Folterer und Verhörer der Unterdrückten und Benachteiligten, derjenigen, deren Rechte verletzt wurden, zu sein. Infitar 82 und Inshikak 84. Der Mutafifin 83 verabschiedet sich von Kent mit einer Sprache, die den Stolz des dem Untergang geweihten Mekka einfängt. Wer sich nicht verabschieden kann, wird es nicht verdienen. Sich zu treffen, es ist fast wie ein Top-Titel, der das Mutafifin Today am besten beschreibt. Buruj 85. Udat schreibt die Worte, die seine Companions unvergesslich machen. Tariq 86. Der Glanz eines Sterns, der die Dunkelheit durchdringt, spricht dann zu uns. Alle 87 erkennt die Entschlossenheit, den Namen des Herrn in der Höhe zu halten. Gashiya 88 fragt, hast du nichts von mir gehört? Die Wahrheit ist, haben wir Neuigkeiten über uns? Sollte uns das Gleichnis, ein Fremder sucht den Esel durch Volkslied singen, nicht besser auf den Leib rücken? Fajr 89, es ist eine Hoffnung, eine Stimme, die dem Leben Freude gibt. Gibt es Glauben in einem Herzen, das am Ende, nicht vom göttlichen Ruf berauscht ist? O Mutmain Persönlichkeit, betrete meinen Garten, betrete unter denen, die mir gehören, Belt 90. Sie kennen Belt, aber ist es immer noch die Mutter der Städte, die Kernstadt, die das Zentrum der Städte ist? Sind wir, Hilun, in festem Vertrauen, auf einer immer noch rotierenden Welt oder dreht sich die Welt um uns? Wo ist die Achse, wer ist der Täter? Können diejenigen von uns, die entschlossen sind, den universellen Willen nicht im globalen Willen zu sehen, eine signifikante Rate in diesem Nenner erreichen? Schein 91. Die Duha, Helligkeit, ist auf den gefallen, der sie sieht. Vielleicht ist die Nakwatula, Prüfung, Prophet Salis Kamel, noch nicht vorbei. Arz liest immer, Dabala, bei dem Gedanken an Schams, Licht. Kreaturen, beim Entfernen, oder, Leil, 92, wenn es ein Durcheinander macht. Lass niemanden daran zweifeln, das Ende. Weil es uns gehört, was in Dun ist, was neu ist, wird ihnen nicht überlassen. Duha 93. Es beginnt mit Inshira 94. Ist es leer für diejenigen, die den Bereich zu spät finden? Um wieder zu arbeiten, zu Tin 95. Bild, ich schwöre, dass Alak 96 in den Mutterleib gefallen ist. Alak, Zygote, fallender Schoß, unter dem Schutz des Rahman. Zum 2. Jahrtausend des globalen Roms, eine Nacht im Wert von Tausenden, Macht 97, sie erwachen nach 300 Jahren Schlaf. Salam, Islam, ist bei ihnen, bis sie zum Fajr, morgen, aufstehen. Das Eru, das eine Welt, die ihr Heiligtum verloren hat, nicht hat, ist für immer in ihnen. Sie werden hingehen und alle Nationen Roms salben, Dinul Qayyume, permanente letzte feste Religion. Sie haben die Biyin 98, weil Zilzahl
einer ganzen Erde 99. Als Zeugen einer Ära, deren Nachrichten sie nach dem Last Great Earthquake las, spüren wir den Atem von Adiyat 100 in uns. Wir fragen auch Korah 101, was ist seine Natur? Gleichgewicht 102 zu einem durchfließenden Asa 103. To the Ages. Wir werden an die Wege erinnert. Sich aus Frustration, Verlieren, herauszuhalten, Glaube, Sali-Aktion, Wahrheit und Widerstand, ein Klima, das vererbt wird, empfohlen. Heimat 104. Was in ihrem eigenen Sauerteig steckt, führen sie auch in Le Mese vor. Sie werden beim Sammeln hinzugefügt und zählen, wenn sie zählen. Vielleicht werden eines Tages Vogelschwärme ihre Armeen von Riesen in ein besiegtes Ernteblatt verwandeln. Solange der Flüchtling sich dem Milaiken Nas, dem König, Rabbiner des Volkes, widersetzt, der sagt, Malik ist nackt, kann er sich offenbaren. Armee, sind sie nicht die Zeichen des Zersetzungsprozesses einer Ayaf, Pax, Hadariyet, Zivilisation? Die Diätbar des globalen Roms, Anhänger von Hunger und Angst nicht sicher machen kann? Quraish 106. Er verabschiedet sich von diesen falschen Religionen. Mahagoni 107. Dieser Ad-Din, absolut religiös, Tekzib, dessen Maske mit seinem Trennzeichen entlarvt wird, sollte auf dem auf Tekzib errichteten Dach verschleiert werden. Damit es nicht Ebta, ausgestorben, Kefsa 108. Diejenigen, die wissen, wie man kämpft, sind entschlossen, Salat, Gebet, fortzusetzen. Wisst dies, o Verberger der Wahrheit, wisst das. Hier ist ein Wille aus Stahl, den du nicht empfangen kannst, er wird sich niemals deinem Feke Ikasib, Pax, anschließen. Der Weg des globalen Roms verbindet sie. Diese stählernen Willens, Kafirun 109. Die Mutigen, die nicht vergessen haben zu sagen, dass sie mit dem Gesetz, das sie haben, im Frieden sind. Und eines Tages, Nusret, zum Ansar Allahs, 110, wenn die globale Medina die Welt erleuchtet, die Menschen der Welt, wenn sie eine Zivilisation bauen, von der sie angezogen werden nur Lobpreis und der Rosenkranz auf uns fallen. Tiger aus Papier, Tebbe, 111, wenn alle, Iklas, 112. Menschen, die mit Traurigkeit erscheinen und zu Flüchtlingen eines Gottes, des Herrn, des Malik, werden, der nicht abgeleitet werden kann und nicht abgeleitet werden kann. Unglück, 113. Aus der Falla geboren wird, Nas, 114. Er wird in Richtung Hak gehen. Die durchgebrannten Knoten werden aufgelöst. Abese. Der Mensch des Propheten Muhammad, er hatte einen ganz besonderen Platz, der seine Größe über seine Initiative hinaus zeigte. In der Sura Takwir hatte er die Verantwortung, ein Anhänger und Fragesteller der Ungerechtigkeit der Unterdrückten und Benachteiligten zu sein. Musab und seinen Freunden war eine tiefgreifende Erfahrung, die ihren Glauben stärkte und ihnen half, den Koran besser zu verstehen. Sie verstanden die Schöpfung des Menschen und die Macht Allahs besser. Auch im Leben der Propheten in den Suren fanden sie wichtige Hinweise auf die Erschaffung des Menschen. 3 Musab und seine Freunde, Hak und Bayram, versammelten sich in dem für junge Leute reservierten Klassenzimmer. Im Klassenzimmer las jeder von ihnen den Koran und es gab junge Leute, die ihre Notizen bei sich trugen, die intensiv studierten und forschten. In einer Ecke standen Bücher über das Leben der Propheten und Quellen über die Schöpfung.
Jugendliche versuchen in Gruppen, die Schöpfungsgeschichten in den Suren, das Leben der Propheten und die Erschaffung des Menschen zu verstehen. Die intensive Aufmerksamkeit und der Wunsch zu lernen ist spürbar. Die erste Lektion nach dem Fest war die Alaq-Sure, die als erste Offenbarung offenbart wurde. Dies ist ein Dankeschön an den Herrn des heiligen Korans, der ihn ehrte, indem er den Menschen aus einer Zygote erschuf und ihm mit dem Stift beibrachte, was er nicht wusste. Dazu wandte er sich den Versen zu, in denen die embryologischen Stadien und die menschliche Schöpfung erklärt wurden. Teilen Sie diese Themen mit Freunden und vertiefen Sie sich während des Ramadan, bemerkten sie, wie viel embryologische Aufmerksamkeit auf die Suren gelenkt wurde. Das letzte Flugblatt. O Mensch, was hat dich gegen deinen Herrn, den Karim, getäuscht? In seinem Studium der Sura Alaq wurde eine selektive Betonung auf Kerems Frage gelegt, die Frage nach der Tatsache, dass einige der Menschen sich auf den Weg zum Segen seines Herrn machten, während andere seinen Herrn des Verrats beschuldigten. In ihren ersten Unterrichtsstunden erzählten Musab und seine Freunde den Jugendlichen die Schöpfungsgeschichte mit den Informationen, die sie aus der Embryologie und dem Koran erhielten. Der Raum ist mit Postern geschmückt, die die Geschichte der Schöpfung erzählen, und mit Zeitleisten, die die Prozesse zeigen. Indem sie das Wissen und die Erfahrungen teilten, die sie während dieses Prozesses gewonnen hatten, zeigten sie dem Publikum ihre Hingabe an den Koran und den Wert, den er ihrem Leben hinzufügte. Die Jugendlichen hörten aufmerksam zu und nahmen die Zusammenhänge der Referenten zur Kenntnis. Ich.V. Musab und seine Freunde machten eine Pause und plauderten im Innenhof des Vereins. Jeder von ihnen hatte den Frieden auf ihren Gesichtern, was ihren Glauben stärkte und den Koran besser verstand. Musab und seine Freunde absolvierten dieselbe Imam Hatib High School in Ankara und waren durch familiäre und freundschaftliche Bande eng miteinander verbunden. In diesem Prozess verstärkten sie ihr Engagement für den Koran weiter, indem sie die Unterstützung ihrer Freunde und Familien erhielten. Esat, Erkam, Selman und sein bester Freund Kerem. Kerem ist auch der Sohn seiner Tante. Kerems ältere Schwester Hatice, die ein paar Jahre älter ist als sie, kommt ebenfalls von derselben Highschool. Er unterstützte und ermutigte auch Musabs Programm nach dem Ramadan. Nach dem Abitur studierte sie Innenarchitektur. Er betreibt einen von seinem Vater geerbten Abaya-Laden im Erdgeschoss des zweistöckigen rosafarbenen Hauses, Elmas Wohnung, in dem sie leben. Musab sie wohnen mit ihrer Tante, ihrem Sohn und ihrer Tochter im Zwei-Stock, Gynäkologe. Kerem und Musab wurden im selben Jahr geboren. Sie bezeichnet sich selbst als Mutter der einen und als Hebamme der anderen. Jasmins Schwester unterstrich, obwohl Emin nach dem Tod ihres Mannes geheiratet und sich in einer anderen Stadt niedergelassen hat, führt sie mit ihren Kindern ein verwitwetes Leben. Musabs Mutter, eine Lehrerin, die ihren Abschluss an der Ghazi Education gemacht hat. Musab und seine Freunde untersuchten die Schöpfungsgeschichte eingehend, indem sie die Embryologie und den Koran im Bibliotheksraum untersuchten. Der Raum war voller Bücher und Notizen in den Regalen. Freunde sind in den Prozess des Erwerbs von Wissen und Forschung eingetaucht. Auf dem Tisch liegt ein Poster mit den Prozessen und den dazugehörigen Versen, die in einer Zeitleiste angeordnet sind. Durch den Vergleich embryologischer Befunde in verschiedenen Stadien und verwandter Verse arbeiteten sie daran, mehr Bedeutung und Informationen zu gewinnen. Die Väter von Musab und Kerem waren ebenfalls zwei sehr gute Freunde. Sie waren Märtyrer bei der Mavi-Marmara-Expedition vor 13 Jahren, Talib und sein Freund.
Die zweistöckigen rosafarbenen Elmas Apartments boten ein warmes und angenehmes Aussehen auf den Straßen von Ankara. Blumen in Töpfen an den Fenstern gewachsen und mit bunten Vorhängen geschmückt. Schöne und stilvolle Abayas werden in der Vitrine des im Erdgeschoss betriebenen Abaye-Shops ausgestellt. Vor der Wohnung lächeln die Familien von Musab und Kerem, sie unterhalten sich fröhlich. Sie engagiert sich im Verein Urlaub mit Recht, den ihre Tante Yasemin nach ihr gegründet hat. Obwohl Musab und Kerem ihr geholfen hat. Würden sie nun für ihr neues Projekt ein Haus der Erleuchtung in Bassehier errichten. Bunte Plakate, Flyer und Ankündigungen über Veranstaltungen, die im Vereinsgebäude hingen, waren eine Kontinuität von Ans Association. Sie wollten am 103. April 23 eine wichtige Stütze des gesellschaftlichen Wandels im 2. Jahrhundert des Landes sein. Musab, Kerem und andere Freiwillige arbeiteten im Verein an verschiedenen Projekten und organisierten Organisationen zusammen. Seine Räume hatten eine energiegeladene und lebhafte Atmosphäre, die den Geist der Zusammenarbeit und Solidarität widerspiegelte. Frau Musab traf sich mit Kerems Familie im Wohnzimmer. Sie tauschten alte Erinnerungen aus und sprachen über die Vergangenheit. An den Wänden hingen Fotos und Gemälde von glücklichen Erinnerungen an die Familie. Neben traurigen und sehnsüchtigen Erinnerungen war Liebe und Solidarität im Raum. Sich gegenseitig unterstützen und teilen, sie sahen entschlossen aus. Eine 280-tägige Schöpfungsgeschichte, indem sie die Suren in chronologischer Reihenfolge anordneten und sie mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Embryologie nutzten. Sie erkannten, dass die Verse in den Suren die verschiedenen Stadien der menschlichen Schöpfung und den Lebensprozess beschreiben. Sie erlangten fundierte Kenntnisse über die Erschaffung des Menschen. Sie fanden wichtige Lektionen über das Leben der Propheten. Der Prozess war eine tiefgreifende Erfahrung, die den Glauben der Jugendlichen stärkte und ihnen half, den Koran besser zu verstehen. Sie würden ihr Leben mit größerer Wertschätzung und Dankbarkeit für die Schöpfung des Menschen und die Kraft Gottes leben. Sie fingen an, ihrem Leben mehr Wert und Bedeutung zu verleihen. Diese Geschichte, es zeigte die Hingabe von Musab und seinen Freunden an den Koran und den Wert, den er ihrem Leben hinzufügte. Während sie an der Embryologie arbeiteten, begannen sie, die durch embryologische Befunde unterstützte Schöpfungsgeschichte eingehend zu untersuchen, indem sie die Bibliothek von Tante Yasemin in ihrem rosa gestrichenen Haus verwendeten. Dann erstellten sie eine Gliederung, um sie weiter auszuführen. 21. April 1. Die Befruchtung findet statt und die Mutter weiß immer noch nichts von der Existenz des Babys. Er ist dein Herr, der dich in den 3 Dunkelheiten, Mutterleib, Nabelschnur und Fruchtwasser, entwickelt hat, indem er im Mutterleib eine Schöpfung nach der anderen geschaffen hat. Dies ist Allah, dein Herr. Es gibt keinen Partner in seiner Souveränität, ihr gesellt ihm Partner bei. Zumma 6. 1. Mai 10. Das befruchtete Ei bewegt sich in Richtung Gebärmutter, wo es in das Blastula-Stadium eintritt. Die Mutter weiß noch nicht, dass sie schwanger ist, aber das Bedürfnis nach Liebe und Schutz in der Gefühlswelt des Babys hat begonnen. Dann erschufen wir ihn, Embryo, als einen Alak-Embryo. Muminen 14. 30. Mai 40. Das Herz des Babys beginnt zu schlagen und die Mutter erfährt, dass sie schwanger ist. Mutter ist voller Dankbarkeit und Freude. Dann erschufen wir dieses zähe Fleisch und diese Knochen. Dann bekleideten wir diese Knochen mit Fleisch. Dann erschufen wir ihn mit einer anderen Schöpfung. Wie erhaben ist Allah, der schönste aller Schöpfer. Muminen 14, 20. Juli
90. Die wichtigsten Organe des Babys haben sich gebildet und werden nun weiter schnell wachsen. Die Mutter beginnt, ihr Baby zu fühlen und beschließt, ein Tagebuch zu führen, um diesen emotionalen Moment zu teilen. Es gibt tatsächlich Tagebücher, die von seiner Mutter Musab geführt werden. Er las sie mit Dankbarkeit während dieses Vorbereitungsprozesses. Ihre Erinnerungen kamen zurück und sie träumte. Ihre Mutter schreibt in ihrem Schlafzimmer Tagebuch und beschreibt den Schwangerschaftsprozess. In dem Zimmer, auf einem Tisch, der mit Dingen gefüllt ist, die für Mutter und Baby vorbereitet sind. Stellt sie sich ein Notizbuch und einen Stift vor, die verwendet werden, um ein Tagebuch zu führen. An den Wänden hängen Bilder und Gemälde, die die Schwangerschaft der Mutter und die Wachstumsstadien des Babys zeigen. Es zeigt das Tagebuch der Mutter mit Worten und Ausdrücken, die ihre Gefühlswelt und ihre Liebe zum Baby zum Ausdruck bringen. Und wir haben den Menschen aus dem Nichts erschaffen. Daher haben wir ihn mit Organen ausgestattet, die das Hören und Sehen ermöglichen, Sinnesorgane, und mit Organen, die das Denken ermöglichen, wie Herz und Verstand, Mensch, 2. 17. September, 150. Die Bewegungen des Babys werden zum stärksten Symptom, das die Mutter fühlt. Während dieser Zeit die Mutter 17. Oktober, 180. Die Lungen des Babys entwickeln sich schnell und bereiten sich auf die Geburt vor. Die Mutter erwartet sehnsüchtig die Geburt des Babys und betet in diesem Prozess mehr. Gesegnet ist Allah, der schönste aller Schöpfer. Er ist derjenige, der dir Nutfa nach der Erde gegeben und dich dann aus Asche erschaffen hat. Hey, 5, 17. November, 210, SWI. RD erwartet, dass das Baby die Geburtsposition einnimmt und sich im Mutterleib dreht, sodass sein Kopf in der richtigen Position ist. Die Mutter spürt, dass die Geburt naht und schreibt ihre Gefühle in ihr Tagebuch. Wir haben sicherlich den Menschen in seiner besten Form geschaffen. Zin, 4. 16. Dezember, 250. Der Countdown für die Geburt des Babys hat begonnen und die Mutter setzt ihre Vorbereitungen für die Ankunft des Babys fort. Dann haben wir es als Alak, Embryo, erschaffen. Also haben wir das Alak als ein Stück zähes Fleisch erschaffen, eine Ansammlung von Zellen, die sich in einen Klumpen verwandelt haben. Muminen, 14, 26. Januar, 280. Das Baby wird geboren und ein neues Leben beginnt. Die Mutter nimmt ihr Baby in den Arm und betet mit einem Herzen voller Dankbarkeit zu Allah. Wer ist es, der den Menschen aus einem Fleck erschaffen und ihn dann zu einem offenen Feind, Allahs, gemacht hat? Yasin, 77. Während des 280-tägigen Prozesses der Schöpfungsgeschichte. Während Mutter und Baby ihre Entwicklung auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten fortsetzen, lernen sie durch die Verse des Korans etwas über die Erschaffung des Menschen und die Macht Allahs. Dieser Prozess stellt eine emotionale und spirituelle Transformation für Mutter und Baby dar. VI-Musab fand es bedeutsam, dass der letzte Tag des Ramadan auf den 20. April fiel. Der gregorianische Geburtstag des Propheten. Das Land feierte ihn jahrelang als Happy Birthday Woche. Dies war eine sinnvolle Belohnung für die Jugend. Der erste Tag des Festes ist ebenfalls Freitag. Die Straßen und Menschen sind fröhlich, geschmückt für die gregorianischen Geburtstagsveranstaltungen des Propheten, die am 20. April gefeiert werden. 3 Tage später, am 23. April wurden Aktivitäten zum Kindertag mit Begeisterung und unter Beteiligung junger Menschen gefeiert. In diesem Jahr fällt der letzte Tag von Bayram auch mit dem 23. April zusammen. Sie dachte daran,
zu ihrer Mutter zu gehen und dort Beiram zu verbringen und ihre ersten Stunden nach dem Fest zu machen. Vor Jahren nahm Yasemin sie und ihre Kinder zu einer Veranstaltung mit, die in diesen Tagen im ersten Parlamentsgebäude in Ankara stattfand, und stellte sie den Veranstaltungsgästen vor. Er sprach mit Kerem und Musab über Erinnerungen an diesen Tag. Er sprach über eine Szene aus der Veranstaltung und den Moment, als die Jugendlichen die Gäste der Veranstaltung trafen. Beim Lesen der Suren, begleitet von der Sira, studierten Musab und seine Freunde die Schöpfungsgeschichte, die durch embryologische Befunde gestützt wurde, eingehend. Dabei erfuhren sie mehr über die Erschaffung des Menschen und die Geheimnisse des Universums und stärkten mit diesen Informationen ihren Glauben. Musab, seine Freunde und andere Jugendliche der Generation Z setzten ihr Interesse am Koran nach dem Ramadan fort und begannen, Lektionen über das Leben der Propheten und die Geschichte der Menschheit zu lernen. In diesem Prozess versuchten sie, das Wissen und die Ratschläge, die in jeder Sure enthalten sind, in ihrem Leben anzuwenden. Auf diese Weise sind sie zu bewussteren und verantwortungsbewussteren Individuen in ihrer Gesellschaft und ihrem Leben geworden. So bauten sie eine falsche Wahrnehmung ab, die durch die Generation Z geschaffen wurde. Sie waren die Musab-Generation. O Musab, in einem Büchlein begannen, das er zuvor in den Büchern seines Vaters gesehen und gelesen hatte. Durch die von seiner Mutter bestätigten Informationen fand Beiram diesbezüglich eine Inspiration. Er war sich jetzt sicher, dass es diese Zeilen waren, die sein Vater unterstrichen hatte, als er ihm diesen Namen gegeben hatte. Musab und das inspirierende Verhalten und die Interaktionen seiner Freunde in der Gemeinschaft. Die Menschen führten ein auf Werten basierendes Leben mit dem Einfluss von Musab und seinen Freunden. Musab und legten Wert auf die persönliche Entwicklung ihrer Freunde. Lernen, lesen, forschen und so weiter. Sie spielten eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Führungspositionen, Projekte, gesellschaftliche Verantwortung und so weiter. 7 Dank ihrer Hingabe an den Koran und die Werte, die ihr Leben prägen. Musab und seine Freunde wurden im Laufe der Zeit zu einer Inspiration für die Menschen um ihn herum. In ihrer Gesellschaft gelang es ihnen, die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Werte der menschlichen Schöpfung, die Geheimnisse des Universums und ihr Leben zu lenken. Auf diese Weise begannen die Menschen, ein sinnvolleres und wertebasierteres Leben zu führen. Diese positive Veränderung der Gesellschaft war das Ergebnis der Hingabe Musabs und seiner Freunde an den Koran und ihren Lebensunterhalt, indem sie ihn in den Mittelpunkt ihres Lebens stellten. Ihre Bemühungen trugen zur Bildung einer friedlicheren, glücklicheren und gerechteren Gesellschaft unter den Menschen bei. Musab und seine Freunde vernachlässigten dabei ihre persönliche Entwicklung nicht. Unter der Führung des Quran fuhren sie fort, ihr Wissen und ihre Weisheit zu vermehren und sich zu besseren Menschen zu erheben. Auf diese Weise nahmen sie wichtige Rollen in ihren Gesellschaften ein und arbeiteten für eine bessere Welt. 7 Jeder von ihnen begann daran zu arbeiten, größere Beiträge für seine Gesellschaft zu leisten, indem er seine einzigartigen Talente und Interessen einsetzte. Sie haben ihren Abschluss gemacht. Musab, Esat, Erkam, Selmen und Kerem machten gemeinsam ein Erinnerungsfoto, lächelnd und aufgeregt bei den Abschlussfeiern. Das Schild der Schule und ein von den Schülern geschmücktes Banner sind im Bild enthalten. Als erfolgreicher Medizinstudent begann Esat, sich mehr mit der menschlichen Gesundheit zu befassen, inspiriert vom Koran über Embryologie und menschliche Schöpfung. Er führte embryologische Studien im Labor durch.
Beeinflusst von den Kapiteln über Gerechtigkeit und Persönlichkeitsrechte studiert Erkam an der juristischen Fakultät und arbeitet daran, Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu gewährleisten. Er hat dafür gekämpft. Er arbeitete für die Gerechtigkeit, indem er Rechtsbücher studierte. Inspiriert von den Opfern im Leben der Propheten, begann Salman im Bereich der Sozialdienste zu arbeiten und eilte den Unterdrückten und Bedürftigen zu Hilfe. Als Sohn seiner Tante Kerem zeigte er mehr Interesse an Werten, die familiäre Bindungen und den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Mit den Lehren, die er aus dem Leben seiner Tante und seiner Schwester lernte, nahm er seine familiären Verpflichtungen ernster und beteiligte sich an Projekten, die die Bedeutung familiärer Bindungen in der Gesellschaft betonten. Kerem beteiligte sich an Projekten, die die familiären Bindungen stärken. Hatice hatte im Bereich Innenarchitektur studiert. Sie kümmerte sich um die Verschönerung der ästhetischen Werte im Koran und der Lebensräume der Menschen. Mit seinen eigenen Talenten versuchte er, die Lebensräume der Menschen schöner, funktionaler und friedlicher zu machen. Hatice entwarf schöne und funktionale Wohnräume. All diese Bemühungen. Musab und ihre Freunde waren konkrete Beispiele für ihren Beitrag zu ihren Gemeinden. Diese Bemühungen trugen zur Bildung einer friedlicheren und glücklicheren Gesellschaft bei, indem sie bedeutende Veränderungen im Leben und in der Gesellschaft der Menschen bewirkten. Musab und seine Freunde vernachlässigten dabei ihre persönliche Entwicklung nicht. Unter der Führung des Koran fuhren sie fort, ihr Wissen und ihre Weisheit zu vermehren und sich zu besseren Menschen zu erheben. Auf diese Weise nahmen sie wichtige Rollen in ihren Gesellschaften ein und arbeiteten für eine bessere Welt. Wie in den Beispielen von Musab und seinen Freunden zielte die Jugend der Generation Z darauf ab, eine stärkere und wertvollere Gesellschaft zu schaffen, indem sie sich ihrer Hingabe an den Koran bewusst war und wie er ihr Leben veränderte. Im Lichte der islamischen Werte und der Lehren des Korans versuchten sie, eine bessere Lebensqualität in ihrer Gesellschaft zu schaffen, indem sie Werten wie Gerechtigkeit, Toleranz, Wohlwollen und Solidarität Bedeutung beimaßen. Jugend der Generation Z Fähigkeiten und mit ihren Interessen übernahmen sie aktive Rollen in verschiedenen Bereichen ihrer Gesellschaft. Durch die Arbeit in Bereichen wie Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Sozialwesen, Wissenschaft, Technologie, Kunst und Kultur soll das Leben der Menschen verbessert werden. Sie haben verschiedene Projekte entwickelt und umgesetzt. In Zusammenarbeit mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten versuchten sie, soziale Gerechtigkeit und Gleichheit zu erreichen, indem sie Respekt vor unterschiedlichen Kulturen, Überzeugungen und Lebensstilen zeigten, trugen sie zur Verbreitung von Toleranz und Verständnis bei. Auf diese Weise trugen sie dazu bei, die Bindungen zwischen den Menschen zu stärken und die Gesellschaft friedlicher und harmonischer zu gestalten, indem sie ein Gleichgewicht zwischen materiellen und moralischen Werten herstellten. Entwickelten sie Projekte, die die Umwelt und die natürlichen Ressourcen für eine nachhaltige Welt respektieren. Sie erforschten und implementierten technologische und wissenschaftliche Lösungen, um globale Probleme wie den Klimawandel und die Erschöpfung natürlicher Ressourcen anzugehen. Gleichzeitig setzten sie ihr Ziel fort, zum Reichtum der verschiedenen Kulturen der Welt beizutragen, indem sie ihr eigenes kulturelles Erbe bewahren und fördern, das von der islamischen Geschichte und Kultur inspiriert ist. Die Jugend der Generation Z arbeitete unter der Führung des Korans und der islamischen Werte für eine gerechtere, tolerantere und nachhaltigere Welt. In diesem Prozess haben sie, indem sie sich ständig verbesserten und wertvolle Beiträge für ihre Gesellschaften leisteten, wesentlich zur Schaffung von Frieden, Harmonie und Ruhe auf der ganzen Welt beigetragen.
Diese Geschichte ist ein Beispiel für die Hingabe der jungen Generation Z an den Koran und wie er ihr Leben verändert hat. Musab und seine Freunde werden auch zukünftige Generationen inspirieren und der Menschheit helfen, auf einem besseren Weg voranzukommen. Die Hingabe an den Koran und das Leben unter seiner Führung bewirken bedeutende Veränderungen sowohl im eigenen Leben der Menschen als auch in ihrer Gesellschaft. Durch das Festhalten an diesen Werten führen Menschen ein sinnvolleres, glücklicheres und gerechteres Leben und lenken ihre Gesellschaft in eine bessere Richtung. Sie bestehen darauf. Musab und seinen Freunden kam es zu radikalen Veränderungen in der Gesellschaft. Es ist zu beobachten, dass die Menschen respektvoller, toleranter und sensibler gegenüber einander und ihrer Umwelt geworden sind. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass die Menschen darauf achteten, gerechter und ehrlicher zu leben und kooperativer und solidarischer zu sein. Approaching the end of Ramadan, and from the Z generation, 2001 young Musab, who was born in the year of year, was about to complete the 30th juz. By establishing an intense relationship with the Quran during Ramadan, he was instrumental in experiencing important changes both in their own lives and in their societies. Musab took a decision. His journey with the Quran should not stay in Ramadan, he should have read it with his friends until the next Ramadan with his friends. Taking into account the chronology of the arrival of the surahs to the Prophet after the feast, they are in the living room of their house with their friends. Colorful lanterns in the windows reflecting the atmosphere of the month of Ramadan. Iftar table decorated with dates and water in one corner of the room. They gathered around the table, discussed the decision to read the Quran all year after Iftar. Each of them had expressions of excitement and determination on their faces. The room has a warm and friendly atmosphere, and in one corner stands a library with the Holy Quran and religious books. Examples of Islamic calligraphy and calligraphy hang on the walls. They decided to examine the Quranic surahs in chronological order. They decided to study the stories about the lives of the prophets and the creation of man. Their journey with the Quran in Ramadan would not end here. After the feast, they would read the surahs accompanied by the surah according to the chronology of the Prophet's arrival. 2. There is an atmosphere of hard work and learning in the room. Musab sat at his desk, holding the Quran and a notebook. There are resources on the table with pens and books. On its wall hangs a board on which the names of the 30th surahs are written. Musab writes the surah names on the board in a notebook, thanks. Plans carefully, he gathered together his notes containing the names of 37 surahs, which make up about 1/3 of the Quran in the 30th juz. He had the following record of 37 surahs labeled with their names, more than 3 times the last juz, which contains the most surahs, 11 surahs, is contained in this juz, 37. Approximately 1/3 of the Quranic surahs. Since each juz standard consists of 20 pages, it is known that the surahs in this juz will consist of short passages. Many of these short passages contain texts from the earliest periods of Quranic revelation. Nasr, one of the 2 Medina surahs in juz, is the last surah of the Quran, belonging to a time period coinciding with the farewell pilgrimage days. Let's make the first revelation in Bu juz our first lesson after Ramadan. The structure of this last juz, consisting of the first verses, seems to invite those who have the opportunity to review the entire Quranic revelation during Ramadan's creed. To a creation, existence, starting from Alaq, after the Fitrat feast. Reading will turn into a surah and will be our state that spreads throughout the year. A news Naba on the agenda of Mecca, 78, there was, and the main agenda revolved around investigating this.
unless we can put the revelation on the agenda of that basic agenda of our household, of our world, it means that we are not one of the influential actors of the living world. The Naba Surah is followed by the Naziat in the 79th row. Again, we read the verses that started the Great Concussion days with an oath. Surah Abese 80 has a very privileged place in the Quranic revelation. This surah is one of the most monumental examples of the dimension of revelation that transcends the human initiative of the Prophet Muhammad. To have a face that is gracious to the inhabitants of the earth who desire to be purified has to be the signature of the walking Quran generation. Takfir 81, in the language of the surah, for what crime is it to be the follower and interrogator of the torture of the oppressed and the deprived, those whose rights have been defeated? In Fitr 82 and in Shakak 84, the Mutaffifin 83 bids farewell to Kent with a language that catches the pride of Mecca doomed to collapse. Those who cannot say goodbye will not deserve to meet. It's almost like a top title that best describes the Mutaffifin today. Baruch 85, Udud writes the words that make his companions unforgettable. Tariq 86, the shine of a star that pierces the darkness then speaks to us. Ayla 87, he knows the determination to hold the name of the Lord in the highest. Gashia 88 asks, didn't I hear about it? The truth is, do we have any news on us? Shouldn't the simile, a foreigner, seeks the donkey by singing folk songs sits on us better? Fajr 89, it is a hope, a voice that gives a joy to life. Is there faith in a heart that is not intoxicated by the divine call at the end, O Mutmain personality, enter my garden, enter among those that belong to me. Beld 90, you know. W. Bell, but is it still the mother of towns, the core city that is the center of cities? Are we, Hillen, in settled trust, on a still rotating world, or does the world revolve around us? Where is the axis? Who is the perpetrator? Can those of us who are determined not to see the universal will in the global will reach a significant rate in this denominator? Shams 91, the Duha, brightness, has fallen on the one who sees it. Maybe the Nakatwala Prophet Salah's camel exam is not over. Ours always reads, dabbler on the thought of Shams's light. Creatures in removing, or Lael 92, if it makes a mess. Let no one doubt it, the end, because it's ours. What is in Dune, what is recent, will not be left to them. Duha 93, it will begin when Inshira 94. Is it empty, for those who are late in finding the area to work again? To Tin 95, Fig, I swear that Alec 96 has fallen to the wombs. Alec, zygote, falling wombs, under the protection of the Brahman, to the second millennium of global Rome. A night worth thousands, power 97, they wake up after 300 years of sleep. Salam Islam is with them until they rise to Fajr, morning. The Ra, that a world that has lost its sacred does not have, is in them, forever. They will go and anoint all the nations of Rome Dinul Kayume, permanent last solid religion. They have the Bayini 98 because Zilzal of a whole earth 99, as the witnesses of an era whose news she read after the last great earthquake. We feel the breathing of Adiyat 100 inside us. We also ask Corral 101, what is its nature? That. Equilibrium 102, to an Asr, flowing through 103, to the ages, we are reminded of the ways to stay out of frustration, losing faith, Sala action. Truth and resistance, a climate that is bequeathed, recommended. Holmes 104, they also perform what is in their own leaven in Loomies. They will add as they collect and count as they count. Perhaps one day, swarms of birds,
will turn their armies of giants into a defeated crop leaf. As long as the refugee braves to the Melik and Nas, the king, rabbi of the people, who say Malik is naked, can reveal themselves. Army, aren't they the signs of the disintegration process of a Ilof Pax, Hadariyat, civilization, that the EPA of the global Rome supporters cannot make sure of hunger and fear? Quraysh 106, he says goodbye to these false religions. Mahogany 107, this Agdian, absolute religious Texid, whose mask is unmasked with its separator, should be veiled to the roof built on Texid, so that it is not Efter extinct, Cape Ser 108. Those who know how to fight are determined to continue solid prayer. Know this, O concealers of truth, know that there is a will of steel here that you cannot receive. It will never join your Fekharai Kazib, Pax, the way of the global Rome connects them. These steel-willed ones EY, Kafirun, 109, the brave ones who have not forgotten to say that they are at peace with the law that they have. And one day, Nusret to the Ansar of Allah, 110, when the global Medina illuminates the world, the people of the world when they build a civilization that they are attracted to. Only praise and the rosary will fall upon us. Tiger from Paper, Teb, 111, when all Iklas, 112, people who will appear with sadness and will become refugees to a god. The Lord, the Malik, who cannot and cannot be derived. Calamity, 113, from which Fala will be born. Nas, 114, he will walk towards Hak. The blown knots will be resolved. Abesse, the human being of the Prophet Muhammad, he had a very special place, showing his size beyond his initiative. In the Takwir Surah, he had the responsibility of being a follower and questioner of the injustice of the oppressed and deprived. Mus'ab and his friends was a profound experience that strengthened their faith and helped them understand the Quran better. They understood better the creation of man and the power of Allah. They also found important clues about the creation of man in the lives of the prophets in the surahs. 3 Mus'ab and his friends, Hawk and Byram, gathered in the classroom reserved for young people. In the classroom, each of them read the Quran, and there were young people who carried their notes with them, who were in intense study and research. In one corner were books on the life of the prophets and resources on creation. Young people work in groups to try to understand the stories of creation in the surahs. The lives of the prophets and the creation of man. The intense attention and the desire to learn is felt. The first lessons after the feast would be the Alaq Surah, which was revealed as the first revelation. This is a thank you to the Lord of the Holy Quran, who honored him by creating man from a zygote and teaching him with the pen what he did not know. For this, he turned to the verses in which the embryological stages and human creation were explained. Sharing these topics with friends and getting more in-depth during Ramadan, they noticed how much embryological stage attention was drawn to the surahs. The last leaflet, O human, what deceived you against your Lord, the Kareem? In his study of Surah Alaq, a selective emphasis was placed on Karim's question. The question of the fact that some of the people made their way to the blessings of his Lord, while others accused his Lord of betrayal. In their first lessons, Mus'ab and his friends told the young people the story of creation with the information they obtained from embryology and the Quran. The room is decorated with posters telling the story of creation and timelines showing the processes. By sharing the knowledge and experiences they gained during this process, they showed the audience their devotion to the Quran and the value it added to their lives. The young people listened attentively and took note of the connections the speakers made. IV Mus'ab and his friends were taking a break for a while and chatting in the courtyard of the association. Each of them had the peace on their faces, which strengthened their faith and understood the Quran better.
Musab and his friends graduated from the same Imam Hatib High School in Ankara and were closely connected to each other by family and friendship ties. In this process, they further strengthened their commitment to the Quran by getting the support of their friends and families. Isat, Erkam, Selman and his best friend Karam. Karam is also his aunt's son. Karam's older sister Hatice, who is a few years older than them, is also from the same high school. He also gave the greatest support and encouragement to Mus'ab's post-Ramadan program. After high school, she studied interior architecture. He runs an abaya shop inherited from his father on the ground floor of the two-story pink house, Elma's apartment, where they live. Musab and they live on the second floor with their aunt, son and daughter. Gynecologist. Karam and Musab were born in the same year. She describes herself as the mother of one and the midwife of the other. Jasmine's sister, although Amin got married after the death of her husband and settled in another city. She leads a widowed life with her children. Musab's mother, a teacher who graduated from Ghazi Education. Musab and his friends examined the creation story in depth by examining embryology and the Quran in the library room. The room was filled with books and notes on the shelves. Friends are immersed in the process of acquiring knowledge and research. On the table is a poster with the processes and related verses arranged in a timeline. By comparing embryological findings at different stages and related verses, they work to gain more meaning and information. Musab and Karam's fathers were also two very good friends. They were martyrs in the Mavi Marmara expedition 13 years ago, Talib and his friend. The two-story pink Elma's apartments offered a warm and pleasant appearance on the streets of Ankara. Flowers grown in pots on the windows and decorated with colorful curtains. Beautiful and stylish abayas are displayed in the showcase of the abaya shop operated downstairs. In front of the apartment, Musab and Karam's families are smiling and they chat happily. She carries out activities in the Holiday with Rights Association, which her aunt Yasemin founded after her. Even though Musab and Karam had helped her, they would now create a house of enlightenment in Bashahir for their new project. Colorful posters, flyers and announcements about events hanging in the association building were a continuity from Aunt's association. They wanted to be an important pillar of social change in the country's second century, on the 103rd of April 23rd. Musab, Karam and other volunteers worked on different projects and organized organizations together in the association. Its rooms had an energetic and lively atmosphere, reflecting the spirit of cooperation and solidarity. Musab met with Karam's family in the living room. They shared old memories and talked about the past. Photos and paintings of happy memories of the family hung on the walls. Along with sad and longing memories, there was love and solidarity in the room. Supporting each other and sharing, they looked determined. A 280-day creation story by arranging the suras in chronological order and using them with the scientific findings of embryology. They realized that the verses in the suras describe the different stages of human creation and the life process. They gained in-depth knowledge of the creation of man. They found important lessons about the lives of the prophets. The process was a profound experience that strengthened the youth's faith and health. Made them understand the Quran better. They would live their lives with a greater sense of appreciation and gratitude for the creation of man and the power of God. They began to add more value and meaning to their lives. This story it showed the devotion of Musab and his friends to the Quran and the value it added to their lives. While working on embryology, they started to examine the creation story supported by embryological findings in depth, using the library of Aunt Yasemin in her pink-painted house. Then they created an outline to elaborate further,
April 21st, 1. Fertilization takes place and the mother is still unaware of the baby's existence. He is your Lord, who developed you in the three darknesses, womb, umbilical membrane and amniotic fluid, by making creation upon creation in your mother's wombs. This is Allah, your Lord. There is no partner in His sovereignty. How do you associate partners with Him? Zumar, 6, May 1st, 10. The fertilized egg moves towards the uterus, where it enters the blastula stage. The mother does not yet know that she is pregnant, but the need for love and protection in the emotional world of the baby has begun. Then we created it, embryo, as an alak, embryo. Then we created the alak, a collection of cells that have turned into a clump of chewy flesh. Mu'minin, 14, May 30th, 40. The baby's heart begins to beat and the mother finds out that she is pregnant. Mother is filled with gratitude and joy. Then we created that chewy meat and bones. Then we clothed those bones with meat. Then we created him with another creation. How exalted is Allah, the most beautiful of creators. Mu'minin, 14, July 20th, 90. The baby's major organs have formed and will now continue to grow rapidly. The mother begins to feel her baby and decides to keep a diary to share this emotional moment. There are indeed diaries kept by his mother, Musab. He read them with gratitude during this preparation process. Her memories came back and she dreamed. Her mother is writing a diary in her bedroom describing the pregnancy process. In the room, on a table filled with things prepared for mother and baby, she envisions a notebook and pen used to keep a diary. Pictures and paintings hang on the walls showing the mother's pregnancy and the baby's growth stages. It portrays the mother's diary with words and expressions expressing her emotional world and her love for the baby. And we created man out of nothing. Thus, we equipped him with organs that enable hearing and sight, sensory organs, and organs that enable thinking, such as the heart and mind. Human, 2, September 17, 150. Baby's movements become the strongest symptom the mother feels. During this time, the mother October 17, 180, the baby's lungs are developing rapidly and preparing for birth. The mother eagerly awaits the birth of the baby and prays more in this process. Blessed is Allah, the most beautiful of creators. He is the one who gave you nutfa after the soil and then created you from ashes. Hajj, 5, November 17, 210. It is expected that the baby will take the birth position and turn in the womb so that its head is in the correct position. The mother feels that the birth is approaching and writes her feelings in her diary. We have certainly created man in the best form. 10, 4, December 16, 250. The countdown has begun for the birth of the baby and the mother continues her preparations for the baby's arrival. Then we created it as an alak, embryo. So we created the alak as a piece of chewy meat, a collection of cells that have turned into a clump. Mu'minin, 14, January 26, 280. The baby is born and a new life begins. The mother takes her baby in her arms and prays to Allah with a heart full of gratitude. Who is it that created man out of a speck and then made him an open enemy? To Allah, Yasin. 77. During the 280-day process of the creation story, while the mother and baby continue their development based on scientific data, they learn about the creation of man and the power of Allah through the verses of the Quran. This process represents an emotional and spiritual transformation for both mother and baby. V. Musab found it meaningful that the last day of Ramadan came to April 20th, the Prophet's Gregorian birthday. The country celebrated it as a happy birthday week for years. This was a meaningful treat for the youth. The first day of the feast is also Friday. The streets and people are cheerful, decorated for the Prophet's Gregorian birthday events celebrated on April 20th.
3 days later, on April 23rd, Children's Day activities celebrated with enthusiasm and the participation of young people. This year, the last day of Bayram also coincides with April 23rd. She thought of going to her mother and spending Bayram there, and doing her first lessons after the feast. Years ago, Yasemin took her and her children to an event held at the first Parliament building in Ankara these days and introduced them to the event guests. He talked about memories from that day with Kerem and Musab. He talked about a scene from the event and the moment when the young people met the event guests. While reading the surahs accompanied by the surah, Musab and his friends studied the creation story, which was supported by embryological findings in depth. In this process, they learned more about the creation of man and the secrets of the universe, and with this information they strengthened their faith. Musab, his friends and other Z generation youth continued their interest in the Quran after Ramadan and began to learn lessons about the lives of the prophets and the history of humanity. In this process, they tried to apply the knowledge and advice contained in each surah in their lives. In this way, they have become more conscious and responsible individuals in their society and life. Thus, they dismantled a false perception created through Generation Z. They were the Musab generation. O Musab, in a booklet that he had seen and read before in his father's books. With the information confirmed by his mother, Bayram found an inspiration in this regard. He was sure now that it was these lines that his father had underlined when he had given him that name. Musab and his friends' inspiring behaviors and interactions in the community. People led a values-based life with the influence of Musab and his friends. Musab gave importance to the personal development of their friends. Study, reading, research, etc. They played important roles in society. Leadership positions, projects, social responsibility activities, etc. 7. Thanks to their devotion to the Quran and the values that shaped their lives. Musab and his friends became an inspiration to the people around him over time. In their society, they managed to draw people's attention to the values of human creation, the secrets of the universe, and their lives. In this way, people began to lead a more meaningful and value-based life. This positive transformation of society was the result of Musab and his friends' devotion to the Quran and their living by putting it at the center of their lives. Their efforts contributed to the formation of a more peaceful, happy and just society among people. Musab and his friends did not neglect their personal development in this process. Under the guidance of the Quran, they continued to increase their knowledge and wisdom and to raise themselves as better people. In this way, they took important roles in their societies and worked for a better world. Each of them began to work towards making greater contributions to their society. Using their unique talents and interests, they graduated. Musab, Isa, Erkam, Selman and Kerem took a souvenir photo together, smiling and excited at the graduation ceremonies. The sign of the school and a banner decorated by the students are included in the picture. As a successful student in medicine, Isaac began to study more human health. Inspired by the Quran about embryology and human creation, he did embryology studies in the laboratory. Influenced by the chapters on justice and personal rights, Erkam is studying at the law faculty and working to ensure justice in society. He was fighting for it. He worked for justice by studying law books. Inspired by the sacrifices in the lives of the prophets, Salman started working in the field of social services and rushed to the aid of the oppressed and the needy. As the son of his aunt Kerem, he showed more interest in values that strengthen family ties and solidarity in society. With the lessons he learned from the lives of his aunt and sister, he took his family responsibilities more seriously and participated in projects that emphasized the importance of family ties in society.
Karam participated in projects that strengthened family ties. Hatice had studied in the field of interior architecture. She took care of beautifying the aesthetic values in the Quran and the living spaces of people. Using his own talents, he tried to make people's living spaces more beautiful, more functional and more peaceful. Hatice designed beautiful and functional living spaces. All these efforts, Musab and their friends were concrete examples of their contributions to their communities. These efforts of theirs contributed to the formation of a more peaceful and happy society by causing significant changes in people's lives and societies. Musab and his friends did not neglect their personal development in this process. Under the guidance of the Quran, they continued to increase their knowledge and wisdom and to raise themselves as better people. In this way, they took important roles in their societies and worked for a better world. As in the examples of Musab and his friends, Generation Z youth aim to create a stronger and more valuable society by being aware of their devotion to the Quran and how it transformed their lives. In the light of Islamic values and the teachings of the Quran, they tried to provide a better quality of life in their society, giving importance to values such as justice, tolerance, benevolence and solidarity. Generation Z youth abilities and using their interests, they took active roles in different sectors of their society. By working in fields such as business, education, health, social services, science, technology, art and culture, it aims to improve people's lives. They developed and implemented various projects, collaborating with people from all walks of life. They try to achieve social justice and equality. By showing respect for different cultures, beliefs and lifestyles, they contributed to the spread of tolerance and understanding. In this way, they helped to strengthen the ties between people and to make the society more peaceful and harmonious. By establishing a balance between material and moral values, they developed projects that respect the environment and natural resources for a sustainable world. They researched and implemented technological and scientific solutions to tackle global problems such as climate change and depletion of natural resources. At the same time, they continued their aim of contributing to the richness of the different cultures of the world by preserving and promoting their own cultural heritage, inspired by Islamic history and culture. The youth of Generation Z worked for a more just, tolerant and sustainable world under the guidance of the Quran and Islamic values. In this process, by constantly improving themselves and making valuable contributions to their societies, they have contributed significantly to the establishment of peace, harmony and tranquility throughout the world. This story is an example of the young Generation Z's commitment to the Quran and how it has transformed their lives. Musab and his friends will also inspire future generations, helping humanity move forward on a better path. Devotion to the Quran and living under its guidance creates significant changes both in people's own lives and in their societies. By clinging to these values, people lead a more meaningful, happy and fair life and steer their society towards a better direction. They are insisting, Musab and his friends, radical changes occurred in society. It has been observed that people have become more respectful, more tolerant and more sensitive towards each other and their environment. In addition, it was observed that people took care to live in a more fair and honest way and were more in cooperation and solidarity.